Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir ein paar News für euch und zwar geht es um Wingbits. Der eine oder andere hat es sich vielleicht schon installiert oder auch nicht. Wingbits ist quasi ein großes Netzwerk, wo ihr Flüge, also Flugzeuge, Signale empfangt, das ans Netzwerk weiterleiten, ihr dann für eine Belohnung bekommt. Aktuell befindet sich Wingbits noch in der Beta-Phase, das heißt, es gibt keine Rewards dafür. Ich denke aber mal, das Netzwerk wird vermutlich Ende des Jahres live gehen, Live-Betrieb, also ins Mainnet. Also ich denke mal, so lange wird es nicht hin sein. Ja, es gibt News, was das Netzwerk angeht, und zwar möchte sich das Netzwerk sicherer machen und das sollten wir heute auf jeden Fall mal besprechen, das Thema. Ja, ansonsten für alle, die Wingbits noch nicht kennen, guckt einfach mal auf unseren Kanal, einfach mal nach Wingbits suchen, da wird halt eben das meiste erklärt. Ja, ihr kennt sicherlich auch der TAR 1090 Befehl, das heißt, so sieht es bei mir gerade aus auf dem Schirm. Das heißt, das sind sozusagen die Flugzeuge, die ich reinkriege, das sind aktuell 98. Aber momentan scheint meine Antenne, beziehungsweise nicht die Antenne, sondern der Docker läuft wahrscheinlich nicht richtig auf meiner. Ich muss am Tag neu starten, sehr oft. Wahrscheinlich muss neu installieren. Aber so sieht es halt eben aktuell aus. Das heißt, auch hier bei mir im Dashboard seht ihr hier, seit dem 3. August habe ich da Schwierigkeiten. Ich denke mal, ich muss nochmal neu installieren, damit das funktioniert. Scheint, wie gesagt, der Docker zu sein, der mir immer mal wieder verloren geht, sozusagen. Also, hier seht ihr nochmal die Rewards der letzten 30 Tage bei meiner Station. Hier seht ihr auch nochmal die Map quasi sozusagen. Und ihr seht hier seit 3. August kommt es ein bisschen ins Straucheln. Ich muss es neu installieren. Wenn es euch ausgeht, installiert es einfach mal neu. Hilft meistens. Ja, worum geht es jetzt in diesem Video? Und zwar geht es um die Sicherung des Wingbits-Netzwerkes. Das heißt, Wingbits ist ja jetzt schon seit einigen Monaten aktiv. Und jetzt geht es halt eben darum, das Netzwerk sicher zu machen. Es gibt quasi einen neuen Medium-Beitrag dazu und den gucken wir uns jetzt natürlich mal an, weil es sind wichtige Informationen für euch dabei, auch für alle, die neu einsteigen möchten. Es wird sich einiges ändern, was das Netzwerk angeht. Und für alle, die dabei sind, kriegen sogar noch was gratis. Gucken wir uns natürlich auch gleich an. Na, hier steht es auch noch mal, nach über 6 Monaten Recherche und Diskussion mit potenziellen Kunden und Branchenexperten werden wir die Einführung von Grenze Selbstbahn ähm, einstellen. Das heißt, es wird halt eben demnächst nur noch von Wingbits zugelassene Geräte geben. Das heißt, ich mache mal so salopp, man möchte halt eben eine Infrastruktur, eine Technik sozusagen haben. Also könnt ihr euch sozusagen vorstellen, ähnlich wie bei GeoDNet, wo eigentlich jeder hat die gleiche Station. Ja, das ist mehr oder minder so ein Closed Source Ansatz. Open Source finde ich immer besser. Die andere Seite ist, um ein Netzwerk stabil zu machen, sodass alle die gleichen Daten anliefern, ist halt eben eine einheitliche Hardware auch dementsprechend besser. Ja, wir tragen Verantwortung gegenüber zwei Gruppen, in erster Linie gegenüber unserer Community, die das Rückgrat unseres gesamten Unternehmens bildet, und gegenüber unserer Kunden. Das heißt, soweit wie ich das mitbekommen habe, und das ist halt eben auch immer wichtig, so ein Projekt braucht Kunden, so ein Projekt braucht halt eben ein Einkommen sozusagen, so ein Projekt braucht halt eben auch Geld, und Wingbits hat Kunden demzufolge, beziehungsweise ich weiß, dass die auch momentan in der Akquirierung sind, was Kunden angeht. Ja, von daher ist das definitiv schon mal ein sehr gutes Zeichen, was es angeht. Ja, Auswirkungen auf die aktuellen Community-Mitglieder. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mitmacht. Und zwar hier ist halt eben das Wichtigste. Also Bestandsschutz für vorhandene Geräte. Alle vorhandenen Geräte dürfen in selben Bedingungen teilnehmen wie zukünftige Wingbits-Geräte. Das heißt, bald wird es nur eine gewisse Art. Also im November startet das, gucken wir uns auch gleich nochmal an, beziehungsweise lesen wir nochmal. Wird es halt eben einheitliche Geräte geben, die sich auf Geräte beschränkt, die zum Zeitpunkt dieser Ankündigung bereits live sind, sowie auf alle Personen, die für einen 30 Tage Hexagon-Reservierung bezahlt haben, sofern die Station innerhalb des Reservierungszeitraums live geht. Ich packe euch auch den Link nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Auf gut Deutsch gesagt, für alle, die jetzt aktuell im Wingbits unterwegs sind, es ändert sich für euch erstmal nichts. Ja, Sicherheitsverbesserung. Alle Stationen, die zum Zeitpunkt der Ankündigung online sind, erhalten einen kostenlosen USB-Dongle mit Verschlüsselung und GPS-Stick. Das heißt, wenn du genau wie wir vor ein paar Monaten eingestiegen seid, mit, keine Ahnung, ADSB, Flight Stick oder irgendwas in der Richtung. Und das Ding steckt jetzt in einem Raspberry Mini-PC oder, der Mini-PC ging glaube ich nicht, in Raspberry oder einem Helium Miner oder sonst wo drin. Ihr kriegt einen kostenlosen USB-Dongle mit GPS-Chip. Es geht halt eben darum, dass eure Lokation dadurch ausgewertet kann. Also aktuell gebt ihr selber eure Lokation an. Man möchte halt eben Spoofing mal vermeiden.
Das heißt, dass euer Gerät nicht da ist, wo es ist. Ja, und deswegen kriegt ihr halt eben einen USB-Dongle mit Verschlüsselung, GPS-Chip, um halt eben auch das Netzwerk sicherer und auch Anti-Spoofing zu machen. Ja, die Kosten werden vom Unternehmen als Zeichen der Wertschätzung gegenüber Community übernommen. Das heißt, der ist kostenlos, ihr kriegt ihn zugeschickt. Und alle selbstgebauten Geräte müssen diesen Dongle innerhalb von 90 Tagen Erhalt des Dongles aktivieren. Das heißt, ihr kriegt den Dongle, könnt ihr demnächst bestellen, ihr kriegt eine E-Mail, bestellt den Dongle, der ist innerhalb von ein paar Tagen bei euch. Ihr müsst ihn nur anschließen und mehr auch nicht. Ja, Limitvereinbarung, also es gibt jetzt ein Limit, das heißt, insgesamt werden 2000 Geräte im Netzwerk unterstützt. Ja, das heißt, aktuell sind es ungefähr 1550. Das heißt, man kann aktuell noch kaufen, muss sich halt eben hier registrieren, beziehungsweise Discord ein Ticket aufmachen, weil auch die neuen Geräte brauchen sowieso nicht, also brauchen sowieso den USB-Dongle alle. Und das geht halt eben bis maximal 2000 Geräte. Danach werden nur noch die von Wingbits unterstützten Geräte im Netzwerk aufgenommen und selbst gebaute, also mit einem ADSB-Dongle, wie auch immer, funktioniert das halt eben auch nicht mehr. Um weiterhin am Netzwerk teilnehmen zu können, müssen diese Geräte den Dongle erwerben, sonst werden ihre Prämien eingestellt. Das heißt, dass ihr, wenn ihr den Dongle nicht habt, ihr am Netzwerk mit was selbstgebaut mitmachen wollt, ohne Dongle funktioniert das dementsprechend nicht mehr. Für alle, ich sage es nochmal, die jetzt mit uns aktuell im Projekt live sind, kriegen den USB-Dongle kostenlos. Ja, Mining Winbits über Drittanbieter, also Drittanbieter wie Crank oder BitHarvest ist es was ähnliches wie die Crank-Software. Hier wird es auch nochmal eine Lösung geben. Und solange wie das der Dongle unterstützt wird, ist das soweit auch kein Problem. Hier gibt es nochmal eine separate Information diesbezüglich. Ja, vermeiden Sie Spoofing und Cheating. Darum geht es halt eben, Spoofing und Cheating. Also Spoofing ist, wenn ihr dementsprechend angebt, da zu sein, wo ihr eigentlich nicht seid. Das heißt, wenn ihr eure Antenne nach Berlin spooft, ihr sitzt aber in München, das wird halt eben vermieden. Mit so einem GPS-Dongle kann das aufgeklärt werden. Und deswegen machen sie das auch. Wir sehen bereits in den bestehenden Netzwerken, zu einem größeren Problem wird. Also hier haben sie festgestellt, okay, es gibt schon ein Spoofing, aktuell Datenspoofing. Und hier muss es halt eben beseitigt werden, weil die Kunden bzw. die Datenkäufer, steht es auch nochmal, hier sind reine Daten wertvoll und nicht Daten, die halt eben gespooft sind. Und daher macht man das dementsprechend auch. Ja, kommerzieller Wert, die Schaffung eines sicheren Hardware-Netzwerkes wird für die Kunden einen immensen Wert sein, da es uns ermöglicht, den Markt zu dominieren und in der Community beträchtliche Einnahmen zuzuführen. Und das ist auch wieder gut, weil Markt dominieren, ähnlich im GPS-RTK-Bereich, ihr kennt Geodenet, momentan so mehr oder minder mit der Marktführer. Das möchte Wingbits in ihrem Bereich auch sein und halt eben auch der Community beträchtliche Einnahmen zuzuführen. Das bedeutet halt eben auch die Rewards, die halt eben auch damit gemacht werden, umgesetzt werden können, etc. Also aktuell habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was bei rumkommt. Also meine persönliche Meinung ist, so 1 bis 2 Dollar am Tag. Mehr wird das nicht kommen, weil es ist halt eben so, desto günstiger die Hardware für den Einstieg ist, desto weniger sind die Rewards. Das ist bei den meisten Projekten so, nicht bei allen, aber bei den meisten. Ja, und von daher werden wir halt eben sehen. Ja, hier nochmal so ein Vorteil: technischer Support. Ein einheitliches Netzwerk vereinfacht den Support, das ist klar. Das heißt, wenn alle das gleiche Gerät haben, ist es natürlich auch für den Support einfach und halt eben Datenqualität und Zuverlässigkeit. Das heißt, wenn alle einheitliche Geräte haben, die liefern die liefern quasi die gleiche Datenqualität an. Und das ist halt eben für die Käufer, die die Daten kaufen. Das kann, ich sag mal, so potenzieller Käufer, Flightradar 24, vielleicht Flughäfen, Fluggesellschaften, meinetwegen Luftraumüberwachung, DLR, was es nicht alles gibt. Das sind so potenzielle Kunden, wo es halt eben wichtig sind, die Daten oder keine Ahnung, was nicht alles im Luftraum für Organisationen gibt. Für die sind natürlich die Informationen wichtig. Militär wäre auch so ein Anwendungsbeispiel. Ja, etc. etc. Also Kunden werden dementsprechend da. Also es geht noch ein bisschen weiter. Ich packe euch den Medium-Link mal in die Videobeschreibung rein. Guckt es euch, wie gesagt, an, um es nochmal kurz abzurunden. Also alle, die jetzt aktuell schon den Wingbits Miner am Laufen haben, kriegen den USB-Dongle kostenlos. Stichtag war dazu gestern. Alle anderen lest es euch bitte durch. Und wie gesagt, Informationen dazu findet ihr hier direkt auf der Seite von wingbits.com. Und hier findet ihr auch nochmal die Docs dazu. Also hier seht ihr nochmal die erforderliche Hardware, so wie bis jetzt war. Es war halt eben bis jetzt noch keine neue Hardware drin. Die kommt erst im November. Steht da nochmal Beitrag drin und ihr seht ja auch nochmal Hardware-Vorschläge.
und Amazon-Links, was man kaufen kann. Aber wie gesagt, der USB-Dongle ist halt eben dann erforderlich, um halt eben GPS-Lokation auswendig machen zu können. Ansonsten, wir sind auf jeden Fall gespannt. Hier nochmal meine Antenne. Hier seht ihr auch nochmal das, was ich hier direkt am Rechner sehe. Ihr seht es aktuell Total Aircraft 95. Ihr seht es hier, man kann auch draufklicken. Man sieht hier dementsprechend auch nochmal, welche Maschine das ist. Also das funktioniert richtig gut. Ja, und nochmal kurz zu meinem Setup. Es ist wirklich nur eine kleine Indoor-Antenne, die hier draußen aus dem Fensterbrett steht, und der USB-Stick ist halt an einen Crank-Miner angeschlossen. Also Helio-Miner mit Crank-Software und Container drauf installiert. Aber ich kriege hier wirklich sehr viel rein. Liegt halt eben auch daran, weil wir halt mitten in Deutschland sind und halt eben wirklich viel reinkriegen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, das Video war für euch interessant, beziehungsweise konnte Informationen mitnehmen. Wie gesagt, Medium-Link packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Guckt es euch an. Ansonsten alle, die mitmachen, viel Erfolg, und ich hoffe, dass das Projekt profitabel wird. Ich gehe mal von aus, Ende des Jahres geht's los. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.